Hallo, mein Name ist Christoph Klüpfel und ich bin Fotograf und Filmemacher. Ob ein Interview erfolgreich ist oder nicht, hängt meistens von vielen kleinen Dingen ab. In diesem kleinen Videoratgeber nenne ich Ihnen ein paar Tipps, wie Sie in Zukunft erfolgreichere Interviews führen können. Zuallererst geht es um den Inhalt Ihres Interviews. Wer ist denn Ihre Zielgruppe? Wenn Sie Ihre Zielgruppe kennen, dann können Sie auch entsprechend formulieren, aber Vorsicht! Formulieren Sie so einfach und kurz wie möglich. Lassen Sie sich nicht von Fachsprache leiten. Warum eigentlich Fachsprache benutzen, wenn Ihre Zielgruppe diese vielleicht noch gar nicht kennt? Sie verunsichern dadurch Ihre Zielgruppe und zum anderen wirkt es total steif und unnahbar. Anstatt in Fachsprache zu antworten, sollten Sie lieber kurze, prägnante und einfache Sätze bilden. Was noch ganz gut sein kann, ist, wenn Sie mit dem Warum anfangen. Warum ist das also so wichtig? Wir Menschen suchen im Alltag immer nach ähnlichen Dingen und nach Menschen mit ähnlichen oder gleichen Motiven. Also nach den gleichen Gründen, warum sie etwas tun, wie wir vielleicht etwas tun. Und indem Sie das Warum Ihrer Firma oder Ihrer Person zuerst nennen, sorgen Sie dafür bei Ihrer Zielgruppe für Identifikation. Konkret kann Ihre Zielgruppe Sie verstehen und nachvollziehen? Versteht Ihre Zielgruppe den Grund, warum es Sie gibt und warum Sie ihnen zuhören sollten? Und wenn Sie diesen Grund verstehen, dann können Sie auch entscheiden, ob Sie ihnen folgen oder eben nicht. Was ist wichtig und was ist unwichtig? Nun, diese Frage kann ich Ihnen nicht hundertprozentig beantworten. Ich kann Ihnen aber sagen, wie Sie Ihre Formulierungen machen sollen. Bilden Sie einfache, konkrete, kurze Sätze. Vermeiden Sie Fachsprache, sprechen Sie so einfach wie möglich und formulieren Sie am besten schriftlich in Form eines solchen Skriptes. Denn was dieses Skript macht, ist, es ist eine geistige Stütze für Sie im Interview. Denn so ein Interview kann ganz schön einschüchternd sein. Wenn man daran denkt, dass hier oben zum Beispiel ein Mikrofon hängt, hier an meiner Brust ist ebenfalls eins montiert, hier ist Licht, hier hinten ist Licht, dort stehen zwei Kameras und normalerweise stehen auch noch Kameraleute hinter den Kameras, dann ist es ganz schön einschüchternd. Vor allem für jemanden, der Interviewsituationen oder Kamerasituationen nicht gewöhnt ist. Aus diesem Grund holen Sie sich oder bereiten Sie so ein Skript vor und legen Sie es vor sich entweder auf den Tisch oder auf Ihren Schoß. Was Sie dabei nicht machen sollten, ist das hier. Ich mache das jetzt ziemlich provokant, natürlich in der Nähe der Mikrofone, denn das ist genau der Grund, warum Sie das nicht tun sollten. Die Mikrofone sind sehr empfindlich und nehmen den Ton den Klang Ihrer Stimme auf und wenn da natürlich ständig dieses Geräusch zu hören ist, dann ist es gleich viel, viel intensiver zu hören, weil es sich einfach durch die Nähe des Mikrofones so anhört, wie wenn das jemand bei Ihnen am Ohr macht und Sie verstehen denjenigen einfach komplett gar nicht mehr. Wie formuliert man also? Wir hatten schon gesagt, kurz, prägnant, aufs Wesentliche konzentriert. Formulieren Sie zum Beispiel so: Unsere Firma stellt Düsentriebwerke für den nicht-militärischen Gebrauch her. Wir fokussieren uns dabei auf zwei Kerngebiete. Erstens Nachhaltigkeit unserer Triebwerke. Zweitens kurze und einfache Wartung unserer Triebwerke. So formulieren Sie nicht. Unsere Firma entwickelt High-Class Jet Engines für Standard-Airliners, Freight Carrier und nicht-militärische Flugzeuge, wobei wir unseren Fokus auf Usability und Nachhaltigkeit im Rahmen der Environmental Safety legen.
Was ist die Kernaussage, die Sie unbedingt mitteilen wollen? Das kann zum Beispiel ein Alleinstellungsmerkmal sein, also der Grund, warum es sie gibt und was genau sie eigentlich machen. Eine großartige Reihenfolge, wie Sie das Ganze machen können, ist folgende. Erstens, warum machen Sie etwas oder warum gibt es sie? Zweitens, wie machen Sie etwas? Also wie erledigen Sie Ihre Aufgaben oder wie erledigen Sie Ihre Pflichten? Drittens, was genau machen Sie eigentlich? Das Warum ist also eine hervorragende Methode, um Ihre Zielgruppe auf Sie einzuschwören und sie mit Ihnen zu verbinden. Die zweite Sache ist das Wie. Wie machen Sie die Dinge? Was ist das Spezielle an Ihren Prozessen? Wie lösen Sie Probleme? Das kann dann natürlich auch wieder ein Alleinstellungsmerkmal sein, denn es gibt viele Problemlöser unter Firmen. Aber es gibt auch noch Firmen, die etwas anders machen. Und das wäre der richtige Zeitpunkt, das zu nennen. Das Was ist dann letztendlich, was genau machen Sie eigentlich? Also bieten Sie Dienstleistungen an, produzieren Sie Düsentriebwerke, filmen Sie Leute oder coachen Sie Leute? Ein großartiges Beispiel hierfür bietet das Beispiel von Apple. Das Warum von Apple heißt in etwa so. Warum gibt es sie? Wir von Apple glauben, es ist Zeit, dem Status quo den Kampf anzusagen. Wir glauben, dass jeder Mensch etwas ganz Besonderes erschaffen kann. Es sind die Querdenker, die Hipster, die Weirdos und die Künstler und Nerds, die unsere Gesellschaft etwas besser machen können. Sie reißen die Mauern des Alltags nieder. Wir wollen ihnen das Werkzeug dafür geben. Wie machen sie das? Durch schlichtes und simples Design und der besten Komponenten, die noch dazu erschwinglich sind. Wir versuchen den Machern, den Weirdos, den Kreativen und Querdenkern das perfekte Werkzeug an die Hand zu geben, so dass sie sich vollkommen frei auf die wichtigste Aufgabe konzentrieren können, die Welt ein Stückchen besser zu machen. Was macht Apple? Wir liefern schlichtes und ansprechendes Design. In diesem Design haben wir stärkste Computertechnik verbaut. Unsere Entwicklungsabteilung hat diese einzelnen Komponenten perfekt aufeinander abgestimmt, damit sie völlig wartungsfrei und einfach zu bedienen, genauso wie langlebig sind. Es mag sich vielleicht etwas schmalzig anhören, aber das ist genau der Text, den Apple benutzt hat, um ihre Werbung zu starten. Das Warum zuerst zu nennen, wie gesagt, sorgt natürlich dafür, dass sich die Zielgruppe mit ihnen identifiziert und entscheiden kann, ob sie mit ihnen weitermacht oder ob sie nach einer anderen Lösung in Form einer Firma oder eines Services sucht. Noch ein kurzer Tipp zu Formulierungen. Wie sollten Sie in einem Interview formulieren? Nun, das Problem bei einem Interview ist normalerweise, dass jemand genau an dieser Stelle im Interview sitzt, der mir die Fragen stellt. Allerdings werden diese Fragen nicht aufgezeichnet, sondern eben nur die Antworten. Aus diesem Grund ist es möglichst ratsam und am besten, wenn Sie Fragen in Ihre Antworten mit einbauen. Was genau meine ich damit? Eine Frage könnte zum Beispiel lauten, was macht Ihnen am meisten Spaß in Ihrer Arbeit? Die Antwort dazu würde lauten, weil ich mit meinem Team genauso arbeiten kann wie mit Freunden. Das Problem ist nur, es ist etwas schwierig, die eigentliche Frage dahinter zu verstehen. Eine bessere Formulierung der Antwort wäre, mir macht meine Arbeit viel Spaß, weil ich mit meinen Arbeitskollegen so arbeiten kann, als wären es Freunde. Kurz, knapp, die Frage und die Antwort in einem Satz. Sprache ist ein sehr mächtiges Werkzeug. Sie kann jemanden aus der Fassung bringen, aber auch ruhig und entspannt werden lassen. Wenn Sie in einem Interview sitzen mit 2 Kameras, Licht, Mikrofonen, vielleicht noch mehreren Leuten, einer Person, die Ihnen gegenüber sitzt und Sie interviewt,
dann steigt Ihr Adrenalinpegel an. Wenn Ihr Adrenalinpegel ansteigt, spannen sich automatisch Ihre Muskeln an. Das nennt sich Flucht- oder Kampfreaktion. Die Flucht- oder Kampfreaktion im Körper setzt verschiedene Botenstoffe frei. Sie sorgt aber vor allem dafür, wie schon erwähnt, dass sich die Muskeln anspannen. Diese Anspannung kann man vor allem in Ihrer Stimme hören. Genauer, in Ihrer Stimmlage. In Komödien werden deswegen Menschen, die Stress ausgesetzt sind, als piepsig, krächzend oder heiser dargestellt. Ohne dass wir die Person sehen, wissen wir automatisch, was mit ihr gefühlstechnisch los ist. Sie fühlt sich unwohl. Was machen wir also damit? Nun, ganz einfach. Warum habe ich am Anfang gesagt, ein Skript ist wichtig für Sie? Es sorgt dafür, dass Sie eine Stütze haben und diese Stütze können Sie jederzeit im Interview zu sich nehmen. Was macht eine Person für andere unsicher? Welche Signale senden wir aus? Vor allem, wenn wir vor einer Kamera sitzen. Es gibt mehrere Signale. Ich möchte hierzu aber auf die Sprachsignale eingehen. Denken wir zum Beispiel an eine Frage. Wie formulieren Sie eine Frage? Vielleicht haben Sie jetzt gerade genau zugehört. Eine Frage ist eigentlich von der Sprachmelodie zum Ende hin ansteigend. Eine Aussage ist das nicht. Eine Aussage wird zum Satzende hin abgesenkt. Eine Aussage, die sehr viel Nachdruck hat, wird langsam gesprochen und zum Ende hin abgesenkt. Ein Beispiel hierfür wäre, diese Position ist nicht verhandelbar. Sie merken vielleicht, wie das wirkt. Vergleichen Sie es mit Folgendem. Diese Position ist nicht verhandelbar. 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 Welcher Satz hat den größten Nachdruck? Ich wette, der allerletzte Satz. Er war langsam mit Nachdruck und absenkender Stimme gesprochen. Dieser Satz wird meistens bei Verhandlungen verwendet, wenn das Gegenüber absolut null Spielraum hat und seine Forderungen durchsetzen möchte. Merken Sie den Unterschied? Der Grund, warum manche Leute das falsch machen oder vielleicht gar nicht mal wissen, dass sie es falsch machen, ist ganz einfach. Der Adrenalinspiegel, der in einer ungewohnten Situation auftritt und die Stimme etwas unsicherer wirken lässt, sorgt auch dafür, dass die Leute unsicherer werden, weil sie das Gefühl haben, sie müssten möglichst viel in einen Satz packen, weil dieser Satz sehr, sehr wichtig ist und weil der Satz unbedingt in einem Interview genannt werden soll. Dabei vergessen die meisten Leute, dass ein Interview ein geführtes Gespräch ist und ein geführtes Gespräch, das jederzeit wiederholt werden kann. Jeder Satz in einem Interview kann wiederholt werden. Machen Sie sich also keine Sorgen, dass Sie zu kurz kommen oder dass Ihre Nachricht und Ihre Kernaussage zu kurz kommen. Zusammenfassend kann man zum Thema Sprachmelodie Folgendes festhalten. Senken Sie Ihre Stimme zum Ende des Satzes ab. Verwenden Sie kurze Sätze. Kurze Sätze sorgen dafür, dass Sie nicht die Übersicht verlieren. Kurze Sätze sind leichter verdaulich für Ihr Gegenüber. Sie können sie leichter sprechen und leichter erinnern. Haben Sie sich einmal verheddert? Dann machen Sie kurz Pause, nehmen Ihr Skript, lesen kurz den Satz oder den Absatz ab, den Sie eigentlich besprechen wollten, heben den Kopf kurz an, holen tief Luft, atmen richtig durch, versuchen sich ein bisschen zu entspannen und vor allem
versuchen Sie sich auf Ihr Gegenüber zu konzentrieren. Sollte es nicht wie hier die Kamera sein, sondern ein Mensch, der Ihnen gegenüber sitzt, also ein Mensch, der Ihnen Interviewfragen stellt, dann konzentrieren Sie sich vollkommen auf diese Person und blenden alles um sich herum aus. Das sorgt einfach dafür, dass Ihre Stimme tiefer, fester und wohlgeformter ist. Ein Grund, warum Interviews meistens mit zwei Kameras gefilmt werden, ist folgender. Wenn Sie sich zum Beispiel die Serie House of Cards angeschaut haben, dann werden Sie wissen, dass Kevin Spacey normalerweise mit seinem Gegenüber spricht und dann von so einer Kamera zum Beispiel festgehalten wird. Das ist in jedem Film eigentlich der Standard und deswegen sind wir es auch so gewohnt. Aber was passiert eigentlich, wenn das Gegenüber, was jetzt hier meine Kamera ist und diese Kamera der Platz der Zuschauer ist, wenn sich diese beiden Achsen verschieben? Nun, dann passiert genau das. Ich spreche jetzt direkt mit den Zuschauern. Aus diesem Grund ist es eigentlich ganz wichtig, dass man in einem Interview mit zwei Kameras filmt und wenn nicht mit zwei Kameras, dann zumindest, dass die Person, die vor den Kameras sitzt, niemals direkt in die Kameras sieht. In diesem jetzigen Fall ist es eine Ausnahme, denn ich spreche ja direkt zu Ihnen als Zuschauer. Ist aber vor der Kamera jemand, also an der Stelle, wo die Kamera jetzt steht, jemand, der mir Fragen stellt zum Interview, dann würde der Rahmen etwas mehr in dieses Bild passen. Also das wäre dann eigentlich mein Interviewrahmen und zusätzlich noch eine zweite Kamera, vielleicht mit einem Close-up, das ungefähr das hier zeigt. Aus diesem Grund schauen Sie bitte nicht in die Kameras bei einem Interview, sondern versuchen sich direkt auf Ihr Gegenüber zu fokussieren. Sie haben es also geschafft. Nun, fast zumindest. Sie sind jetzt bereit für Ihr Interview und sitzen so wie ich gerade vor der Kamera. Die Aufbauten beginnen und das Wichtigste bei den Aufbauten, das sind Sie, denn Sie sitzen an dieser Stelle und alles, die Kameras, das Licht, der Ton und alles um Sie herum wird auf Sie eingestellt. Deswegen nehmen Sie sich am besten Ihr vorbereitetes Skript. Am besten Sie nehmen sich noch ein Glas Wasser mit dazu, um dieses Glas dann auch vor sich auf den Tisch stehen zu haben. Nehmen einen Schluck, vielleicht auch Kaffee, je nachdem, was Sie trinken. Versuchen Sie sich zu entspannen und es zu genießen, was gerade um Sie herum passiert. Und was vor Ihnen alles gemessen wird. Normalerweise ist es so, das Licht wird extra eingemessen. Ähm, Wenn das Licht extra eingemessen wird, dann ist es wichtig, dass Sie da sitzen und eben in die Kamera schauen, sich auf denjenigen, der die Kamera gerade einrichtet, konzentrieren und wenn er Ihnen Zeichen gibt, dass Sie Ihren Kopf bewegen sollen, dann versucht dabei nicht Ihre Orientierung festzustellen, sondern zum Beispiel, ob sich in Ihrer Brille, wenn Sie eine tragen sollten, spiegeln sollte oder ob es okay ist. Das Licht wird dann eben eingerichtet, die Kameras werden eingerichtet, der Sound wird eingerichtet und das ist dann schon mal der Punkt, wo Sie Ihr Skript benutzen können und einfach Ihr Skript vortragen können. Und zwar so, als wären Sie dann im echten Interview, denn der Ton wird dann auf Sie eingestellt und ist beim Interview perfekt. Genießen Sie die Show, schauen Sie ein bisschen rum, was um Sie herum passiert. Es ist sehr interessant und es wird bestimmt nicht langweilig werden.